Ich habe mir wirklich viele Videos zum Thema Wasser angeschaut und fast alle haben behauptet, wenn man täglich genug Wasser trinkt, werden die Gelenke geschmeidiger, die Haut schöner, man ist produktiver und das Altern verlangsamt sich. Aber mal ehrlich, es gibt keinen echten Beweis dafür, dass Wasser allein unsere Gesundheit komplett verändern kann. Theoretisch ergibt es also keinen Sinn, deutlich mehr Wasser zu trinken, als der Körper verlangt. Trotzdem hält sich hartnäckig eine Faustregel: 8 Gläser am Tag oder 2 Liter täglich. Übrigens, diese Empfehlung wurde schon 1945 erfunden, also vor rund 80 Jahren. Habt ihr gemerkt, dass ich erfunden gesagt habe? Ich erkläre später warum. Jeden Tag Wasser zu trinken? Das hört sich eigentlich ganz einfach an. Viel leichter als meine letzte Challenge. Da habe ich 30 Tage lang Übungen für eine bessere Körperhaltung gemacht. Trotzdem fiel es mir bei dieser Wasser-Challenge gar nicht so leicht, überhaupt anzufangen. Ich hatte unzählige Artikel dazu gelesen, aber war mir immer noch nicht sicher, ob das wirklich etwas bringt. Ich habe allerdings einen Plan. In 300 Tagen möchte ich eine bessere Version von mir selbst werden. Und deshalb halte ich mich an eine einfache Regel. Wenn man es nicht ausprobiert, wird man es nie wissen. Außerdem, ich vergesse ständig, Wasser zu trinken. Sekunde mal. Wie immer geht es los mit der Vorbereitung. Was ich dafür brauche: einen Habit-Tracker und ganz klar Wasser. Viel Wasser. Dass bestimmte Wassermarken angeblich gesünder sein sollen. Naja, das wird oft ein bisschen größer dargestellt, als es wirklich ist. Am Ende unterscheiden sie sich vor allem im Geschmack und natürlich im Preis. Aber Leitungswasser trinke ich lieber nicht. Ich komme gleich zurück. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es mir so schwer fallen würde. Dabei geht es doch einfach nur ums Wasser trinken. Und trotzdem, es ist erstaunlich, wie schwer es sein kann, auf diese 2 Liter am Tag zu kommen, nur weil man ständig vergisst, überhaupt zu trinken. Gerade wenn man den ganzen Tag konzentriert arbeitet und alles andere ausblendet. Und abends dann der Moment, wo man merkt, Mist, da fehlen noch 5 Gläser. Da wurde mir klar, ohne eine App, die mich regelmäßig ans Trinken erinnert, geht's einfach nicht. Hier hätte ich jetzt gerne Werbung für eine App gezeigt, aber mein Kanal ist noch zu klein dafür. Ich habe also auch nicht lange gesucht, sondern einfach die erste genommen, die mir vorgeschlagen wurde. Die rechnet aus, wie viel Wasser man am Tag braucht, je nach Gewicht und Größe. Bei mir waren es 1,5 Liter. Und das Beste daran, sie meldet sich regelmäßig, wenn es Zeit ist, etwas zu trinken. Ich habe meistens ziemlich planlos getrunken, einfach wenn es mir gerade eingefallen ist. Aber eine regelmäßige Trinkgewohnheit hatte ich doch, und zwar am Morgen. Weil ich morgens Sport mache, trinke ich dabei meistens zwischen 300 und 500 Milliliter Wasser. Und beim Frühstück gibt es dann noch eine Tasse Tee und ja, Tee zählt natürlich auch. Also nochmal ungefähr 250 Milliliter. Erinnert ihr euch, dass ich gesagt habe, die 2,5 Liter Regel stammt aus dem Jahr 1945? Tatsächlich meinten die Wissenschaftler damals die gesamte Wassermenge, also auch das, was im Lebensmittel steckt. Aber die Journalisten haben den zweiten Teil weggelassen und übrig geblieben ist, trinkt 2,5 Liter Wasser am Tag.
In Wirklichkeit enthält alles, was wir essen und trinken, Wasser. Gemüse, Obst, Suppe, Tee und das alles zählt mit. Einen Moment, ich bin gleich zurück. So, machen wir weiter. Mehr als 1 Liter Wasser am Tag zu trinken, war ehrlich gesagt schwieriger, als ich gedacht habe. Zwischendurch war mir tagsüber sogar ein bisschen übel von viel Wasser. Aber das ist ganz normal in der Umgewöhnungsphase. Sobald der Körper sich daran gewöhnt, fängt er irgendwann von sich selbst Wasser einzufordern. Und genau dann merkt man auch, dass es wirklich gut tut. Es ist nicht der geheime Zaubertrick für maximale Produktivität, aber ich muss sagen, Arbeiten fühlt sich einfach leichter und weniger stressig an, wenn man regelmäßig ein bisschen Wasser oder Tee trinkt. Und ganz nebenbei, wenn man wirklich jeden Tag 2 Liter Wasser trinkt, hat man automatisch weniger Platz für Limo, Energy Drinks oder anderen Kram, der einem eigentlich gar nicht so gut tut. Und beim Essen greift man dann auch nicht mehr so schnell zu Cola, vor allem, wenn das sonst so eine kleine Angewohnheit war. Als ich mich auf dieses Selbstexperiment vorbereitet habe, bin ich auf einen Mythos gestolpert, den ich selbst lange geglaubt habe, dass es ungesund ist, während des Essens etwas zu trinken. Aber das stimmt so nicht. Das Trinken beim Essen hat keinen negativen Einfluss auf die Magensäure und die Verdauung funktioniert trotzdem ganz normal. Unser Verdauungssystem ist keine überforderte Suppenküche, in der alles durcheinander gerät. Es kann Flüssiges und Festes problemlos voneinander trennen und weiß genau, was es tut. Heißt, ob du beim Essen trinkst oder nicht, macht für die Verdauung keinen großen Unterschied. Und ja, das ist wissenschaftlich bestätigt. Du kannst googeln. Was du trinkst, spielt natürlich eine Rolle. Wenn es Cola oder ein zuckerhaltiges Getränk ist, ist das logischerweise was anderes. Aber grundsätzlich etwas zu trinken, Tee, Wasser oder was dir eben schmeckt, ist völlig okay. Trotzdem glauben viele noch immer, dass man besser vorher oder erst lange nach dem Essen trinken sollte. So nach dem Motto 30 Minuten davor und 2 Stunden danach. Aber ehrlich gesagt, am Ende ist das wohl einfach eine Frage der Gewohnheit. Wissenschaft auf der einen Seite, alte Rituale auf der anderen. Jeder entscheidet selbst, was besser zum eigenen Leben passt. Was noch? Zu viel Wasser trinken ist auch nicht gut. Es gibt eine Faustregel: 30 Milliliter Wasser pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn man diese Menge deutlich überschreitet, kann das im schlimmsten Fall zu einer gefährlichen Schwellung im Gehirn führen. Und das kann lebensbedrohlich werden. Solche Fälle hat es wirklich gegeben. Zum Beispiel gab es 2015 beim Ironman in Frankfurt einen ziemlich tragischen Fall. Ein 30-jähriger Triathlet ist damals gestorben. Es war extrem heiß an dem Tag und er hat sehr, sehr viel Wasser getrunken. Am Ende hat sein Körper das nicht mehr ausgehalten. Es kam zu einer Wasservergiftung und er hat es leider nicht überlebt. Das nennt man übrigens Hyperhydration. Aber zu wenig zu trinken ist natürlich auch nicht gut. Dann kommt nämlich zur Dehydration. Und die kann sich ziemlich schnell bemerkbar machen. Schon ein Flüssigkeitsverlust von 1-2% kann ausreichen, damit die Konzentration nachlässt und dein Gehirn nicht mehr ganz so rund läuft. Und genau deshalb ist die Idee, beim Arbeiten regelmäßig Wasser zu trinken, vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber keine Sorge, der Körper weiß ziemlich genau, was er tut. Er reguliert den Wasserhaushalt von selbst. Wenn du zu viel trinkst, wird dir übel. Wenn du zu wenig trinkst, bekommst du Durst. Jeder Mensch hat dabei seinen eigenen Rhythmus. Für manche sind 2 Liter am Tag ganz normal, andere müssen sich erst langsam dran gewöhnen.
Aber mit der Zeit gewöhnt sich der Körper daran und irgendwann ist das ganz normal. Wie aus jeder anderen Gewohnheit kann man auch daraus eine kleine Routine machen. Und wenn man sich an so ein System hält, bringt man automatisch etwas in Bewegung. Den Prozess, in dem man Schritt für Schritt zur besseren Version von sich selbst wird. Einfach mal ausprobieren. Zum Beispiel morgens direkt nach dem Aufstehen ein Glas Wasser zu trinken. Ich hatte wirklich gehofft, dass das Wasser etwas mit mir macht. Dass meine Haut besser wird, ich klarer denken kann, besser gelaunt bin, mehr Energie habe und vielleicht sogar das Gefühl bekomme, eine neue Version von mir selbst zu sein. Aber wenn ich ehrlich bin, große Veränderungen habe ich nicht gemerkt. Mein Ziel für diese 300 Tage ist es, meine Gesundheit zu verbessern, fitter zu werden und mich ein Stück weiter aus dem Burnout zu holen, in dem ich gerade stecke. Deshalb sind diese Challenges für mich wie kleine Tests, neue Gewohnheiten, die ich ausprobiere, um zu sehen, was mir wirklich gut tut. Und wenn ich nach 30 Tagen merke, dass mir etwas hilft, dann bleibt es auch. Wasser hat mein Leben auf jeden Fall ein bisschen verändert. Ein bisschen, aber spürbar. Also diese Gewohnheit nehme ich mit. Am Ende bin ich zu einer ganz einfachen Erkenntnis gekommen. Es ist einfach eine gute, gesunde Gewohnheit, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ich bin gleich zurück. Und ich sage es euch lieber gleich. Wie bei allem im Leben, selbst gute Gewohnheiten haben ihre Schattenseiten. Wer viel Wasser trinkt, muss auch, sagen wir mal, öfters mal aufstehen. Ein kleiner Nebeneffekt mit ziemlich großer Wirkung.